Moin Leute und herzlich willkommen zu unserem ganz großen Community-Projekt. Und das ist jetzt nicht nur ein einzelnes Tool oder sowas, sondern wir wollen uns eine große Software zusammen entwickeln. Und dazu ist wirklich jeder von euch gefragt. Wir brauchen wirklich jeden von euch und ich habe mir Gedanken gemacht, wie wir wirklich alle vereinen können, wie wir allen auch wirklich die Chance geben können, egal was sie jetzt bei mir auf dem Kanal interessant finden, also sei es jetzt zum Beispiel Spieleentwicklung mit der Unreal Engine, sei es, oder wir werden kein Spiel mit der Unreal Engine machen, Achtung, hier ganz kurz vorher gesagt, sei es Webdesigner oder Webdeveloper, sei es Python-Entwickler, sei es Java-Entwickler oder sonst irgendwas, Serveradministration, all die Leute wollen wir unter einen Hut kriegen. Und ja, im Endeffekt wird es jetzt Folgendes werden und ich bitte euch, mich komplett zu Ende anzuhören, denn ich habe sehr wichtige Informationen für alle von euch, auch noch am Ende, die nicht unbedingt nur was mit dem Community-Projekt zu tun haben. Also hört mich zu Ende an und verurteilt mich erst dann. Lasst mich fertig machen, bevor ihr mich fertig macht, sozusagen. Okay, was es wird, ist Folgendes. Jetzt funktioniert es. Ein Multiplayer-Browser-Game. Warum Multiplayer? Naja, weil ein Singleplayer-Browser-Game erstmal irgendwie langweilig ist. Und warum jetzt ein Browser-Game? Im Browser-Game werden relativ viele auf einmal vereint. Und zwar haben wir da einmal die Web-Developer, ganz klar, ist, glaube ich, das Einfachste. Die Designer unter euch sind natürlich auch gefragt. Und wir haben aber auch ein Backend und im Backend, da kann man auch Sachen machen wie Python entwickeln zum Beispiel. Und das wird es auch wirklich sein, werden wir gleich noch sehen. Und auch für die Java-Entwickler haben wir was dabei, auch wenn es nicht direkt Java ist, ist es was sehr, sehr Ähnliches wie Java. Ja, und deswegen dachten wir uns doch einfach mal, Mensch, das wäre doch eine Idee für alle von euch. Auch die Pentester unter euch sind gefragt, denn das Ganze wird im Hacking-Szenario stattfinden und da ist natürlich sehr, sehr viel Freiraum auch für euch gegeben. Ihr dürft das Ganze selbst entwerfen, das heißt, ich gebe euch bloß eine grobe Richtlinie sozusagen, an die ihr euch halten könnt, die ihr aber auch genauso gut umschmeißen könnt und euch was anderes überlegen könnt. Und ihr dürft es dann ganz selbst sozusagen designen und entwickeln. Und auch wirklich von vorne bis hinten. Das heißt, nicht nur Code schreiben, sondern auch Dokumentation schreiben, Tests schreiben und vor allem erstmal das ganze Projekt durchstrukturieren, also so wie ihr das sozusagen braucht. Warum, ganz kurz, warum wird es ein Browser-Game und kein richtiges sozusagen AAA-Titel? Wir sind ja hier mehr als 1000 Leute im Endeffekt. Ich vermute, ich hoffe, dass 1000 Leute wirklich mitmachen wollen, was natürlich gigantisch wäre. Denn überlegt euch einfach mal, wie viel Code tatsächlich 1000 Leute produzieren können. Auch wenn einer nur sehr, sehr wenig macht oder wenn jeder nur sehr, sehr wenig macht, kann man hier extrem viel tatsächlich schaffen. Warum kein richtiges Spiel also? Naja, wir haben hier auf dem Kanal sehr, sehr viele Programmierer und viele Leute, die sich gut mit Code und Programmieren und generell IT auskennen. Aber wir haben sehr wenig Leute leider, was Design angeht. Wir haben wenig Leute, die Grafiken erstellen, Texturen erstellen, die uns vielleicht auch Sachen animieren können, Gesichtszüge animieren. Und vor allem haben wir sowas wie Motion Tracking Software oder Hardware auch, die man ja braucht. Und die wirklich arschteuer ist, die haben wir ja nicht. Und wir haben quasi nicht so viel Budget einfach, um so ein Ding anzuschaffen. So ein Teil kostet irgendwie so 10.000 bis 20.000 Euro oder sowas, keine Ahnung. Auf jeden Fall, das fällt alles bei einem Browser-Game ja eigentlich weg. Und wenn ihr euch das Szenario komplett anguckt, dann denke ich, dass das durchaus sehr, sehr viel Spaß machen kann, das Spiel. Und ich hoffe, dass das Ganze auch wirklich, sozusagen ein Erfolg wird. Okay, was jetzt hier passieren soll, ist erstmal so ganz grobe Setting sozusagen. Und zwar ein Spieler ist sozusagen wirklich ein Spieler und nicht irgendwie jetzt ein Verwalter von irgendwas, sondern es ist ein Spieler und so ein Spieler hat Skills. Und diese Skills können zum Beispiel sein für App-Entwicklung, Web-Entwicklung oder eben andere Sachen. Und jetzt kann man natürlich seine Skills erstmal verbessern und mit diesen Skills kann man dann Anwendungen entwickeln. Und diese Anwendungen zu verbreiten bzw. zu hosten, das bringt natürlich Geld ein. Allerdings kosten natürlich auch Server irgendwie Geld. Das heißt, diese Rechenleistung, die kostet auch was. Und was jetzt natürlich auch drin sein muss, ist, man kann jetzt Server hacken, beziehungsweise die Anwendungen hacken und man kann dann zum Beispiel Geld klauen, man kann Ressourcen von dem Server nutzen, keine Ahnung, zum Bitcoin-Farmen oder sowas. Und das Ganze ist natürlich auch ein Skill. Ich dachte auch an sowas wie ein Darknet oder ein Marketplace, wo man eben zum Beispiel Exploits entwickeln kann. Also jemand entwickelt einen Exploit und jemand anders kauft diesen Exploit dann. Und das wäre natürlich auch eine super Sache,
Aber da seid ihr natürlich auch komplett frei eigentlich. Allerdings ist es wichtig, dass wir in der Welt, oder zumindest habe ich das nicht vor, dass Hacking sozusagen legal ist. Das heißt, man wird nicht irgendwie bestraft dafür. Und es ist ganz wichtig, es ist ein Spiel. Das heißt, es ist nicht real oder sowas. Also man muss nicht irgendwie Code für eine App schreiben, damit man am Ende diese App auch wirklich rausbringt, sondern es war so gedacht, man klickt auf App erstellen und dann wird diese App halt innerhalb von einem Zeitfenster sozusagen erstellt. Also das ist nicht wirklich real jetzt zu betrachten, sondern es ist eher so als Spiel eben zu betrachten. Aber trotzdem soll es möglichst in die Richtung Realismus gehen. Also ihr seid da wirklich komplett frei, falls ihr da irgendwie Bock habt, auch noch eine Konsole einzubauen, die dann irgendwelche Befehle interpretiert oder sowas. Das sei alles euch überlassen. Auch die Oberfläche ist komplett eure Sache. Ich will da wirklich nur ganz, ganz wenig sozusagen vorgeben. Das war jetzt nur so mal das grobe Setting. Und ja, damit es sozusagen nicht zu viel Chaos gibt. Okay, jetzt ist allerdings noch wichtig, was wir alles benutzen werden, wen wir alles brauchen, wie das Ganze abläuft und was sich vielleicht auch am Kanal jetzt ein bisschen ans Community-Projekt anpassen muss, denn das ist ja wirklich kein kleines Projekt, sage ich jetzt mal. Und zwar werden wir im Frontend erstmal Angular und TypeScript verwenden. Angular benutzt TypeScript, deswegen werden wir beides zusammen verwenden. Und im Backend werden wir Python mit dem Flask Add-on oder mit der Flask-Bibliothek sozusagen verwenden. Jetzt ist euch vielleicht aufgefallen, dass wir sowohl Angular als auch Flask noch nicht bei mir auf dem Kanal hatten. Und deswegen haben die beiden Serien jetzt natürlich erstmal Priorität. Aber dazu sage ich gleich noch was dazu. Okay, was jetzt also erstmal noch passieren muss, ist, wir müssen irgendwie festlegen, wer was macht. Und da möchte ich euch kurz davor noch bitten, dass das Ganze wirklich sehr ehrlich abläuft. Denn das Ganze ist auch wirklich, ja, eure Verantwortung sozusagen. Wenn jemand sehr viel Verantwortung übernimmt, also zum Beispiel eine Teamleitungsrolle übernimmt, dann muss derjenige auch mehr oder weniger relativ gut erreichbar sein, sage ich jetzt mal. Das Problem ist allerdings, wenn jemand keinen Bock hat, dann kann er natürlich das Ganze trotzdem sagen und dann muss man einen Ersatz für jemanden finden. Das heißt, wenn ihr mal keinen Bock mehr habt, dann schleift das Ganze nicht irgendwie vor euch hin und schiebt dann einfach die Aufgaben auf, sondern sagt einfach, hey, es reicht mir, ich habe keine Lust mehr oder hey, ich schaffe das nicht alleine, ich brauche noch jemanden. Dann kann man sich um eine neue Person kümmern, die sich in dem Bereich auch eben auftut. Und deswegen ist auch ganz wichtig, dass ihr sozusagen wisst, wo eure Grenzen sind, wie viel Lust ihr drauf habt und wie viel ihr machen wollt. Klar, jeder kann so viel machen, wie er möchte, aber ihr solltet euch auf keinen Fall übernehmen. Immerhin ist das Ganze einfach so sozusagen ein kleines Projekt nebenher. Okay. Jetzt, was hier alles passiert, wir brauchen natürlich Teamleiter und die habe ich jetzt mal mit Head of irgendwas demonstriert, beziehungsweise genannt. Also die Head-Offs sind sozusagen immer die Teamleiter und die wiederum verwalten ihre eigenen Teams. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel Head of Administration werden wollt, dann meldet ihr euch bei mir. Und zwar im Forum werden wir das Ganze machen. Da gibt es dann einen eigenen Bereich, den wir Community-Projekt nennen werden. Und dort könnt ihr dann euch sozusagen für die Teamleiterrolle bei mir bewerben. Beziehungsweise per PN geht es natürlich auch jederzeit. Aber, Achtung, die anderen Unterrollen innerhalb dieses Teams, die bewerben sich nicht bei mir, sondern ich will auch, dass die Teamleiter wirklich Teamleiter sind. Das heißt, die müssen auch selbst ihr Team zusammenstellen und sich um das Team kümmern. Das heißt, der Head of Administration, der Teamleiter für die Administrationsaufgaben zum Beispiel, der holt sich dann wiederum selbstständig eben Leute an Bord, beziehungsweise entweder er holt sie sich oder ihr bewerbt euch einfach bei diesem Teamleiter und sagt, ich will zum Beispiel Server-Admin werden und dort den Server einrichten oder ich möchte, GitHub ist jetzt hier nur ein Beispiel, wir werden wahrscheinlich nicht mal GitHub benutzen, wir werden vielleicht Bitbucket oder sowas benutzen, was weiß ich, aber auf jeden Fall muss dieses Repo angelegt werden, damit auch dieser Code geshared werden kann und damit alle dran entwickeln können. Wir brauchen auch jemanden, der die Zeit irgendwie im Auge behält und vielleicht sowas wie ein Gantt-Diagramm oder sowas für uns darlegt, zumindest ganz grob, damit wir auch einen groben Zeitplan haben, damit wir nicht unendlich lange an den Features rumexperimentieren, sondern auch irgendwann mal in Richtung Entwicklung kommen. Und das ist natürlich auch sehr wichtig. Wir brauchen jemanden, der die Bugs trackt, das heißt auch Tickets verwaltet. Also Tickets schreibt mit, hey, da stimmt was nicht, ich weiß das dem und dem zu. Und ja, das ist natürlich alles sehr, sehr wichtige Aufgaben. Wir haben sehr viele Aufgaben auch, die nicht nur im Entwicklungsbereich sind. Klar, die kommen auch noch gleich, keine Sorge. Aber ja, ich möchte euch zeigen, dass auch wirklich noch andere Leute hier gefragt sind, die zum Beispiel auch irgendwas mit Management machen. Und ja, das Ganze auch wirklich führen und leiten.
Gut, dann brauchen wir natürlich auch Head of Security, denn ich möchte, dass das ganze Ding natürlich auch sicher ist. Und hier sind die ganzen Pentester bzw. IT-Sicherheitsexperten unter euch gefragt. Wir brauchen Security-Analytiker, die sich den Code von dem ganzen Ding durchlesen, zumindest die kritischen Stellen, und dort vielleicht suchen, ob sie vielleicht irgendwo eine Schwachstelle finden. Zum Beispiel wird da irgendwie nicht irgendwas wird halt nicht richtig validiert oder sowas. Und dann muss man natürlich hingehen und sagen, hey, hier stimmt was nicht, das muss nochmal gefixt werden. Man braucht jemanden, der Bugs findet, und das sollten wahrscheinlich mehr als nur ein paar Leute sein. Einfach Bugs suchen und dann irgendwie reporten. Dazu gibt es eigentlich auch immer Beta-Tests. Und ihr seht, das Ganze sind hier wirklich nur Rollen, und diese Rollen sind auch nicht immer alle aktiv. Das heißt, eine Person kann durchaus mehrere Rollen haben. Wenn jetzt zum Beispiel der Head of Security sagt, okay, ich will nicht nur Teamleiter sein, sondern ich will gleichzeitig auch noch Bugs suchen, dann ist es absolut kein Problem. Aber es geht natürlich auch genau andersrum. Und zwar eine Rolle ist nicht nur auf eine Person beschränkt. Das heißt, es kann natürlich 100 Leute geben, die Bugs suchen, und es kann 1000 Leute geben, die Code schreiben. Das heißt, da ist wirklich jeder gefragt, jeder kann alles machen, was er sozusagen möchte. Allein die Teamleiterrollen würde ich ganz gerne auf eine Person pro Rolle beschränken. Das ist das Einzige. So, dann brauchen wir natürlich Pentester, die versuchen, in das ganze System einzudringen und dann aber auch wirklich nichts Böses damit machen, sondern den ganzen Kram melden und demjenigen ein Ticket schreiben, beziehungsweise es dem Ticketverwalter melden und dem sagen, was passiert ist, und der wiederum erstellt dann Tickets für die Entwickler. Dann haben wir natürlich ein ganz großes Feld, und zwar das Designen von dem Ganzen. Also nicht im Sinne von, wie es optisch aussieht, sondern das Planen von der Software. Und das ist ein Riesenbereich, und ihr seht auch hier wieder, die Serie ist noch gar nicht draußen. Die hatte ich eigentlich geplant nach dem Programmieren lernen. Aber ja, vielleicht muss ich die vorziehen, aber hier wäre es mir sehr, sehr wichtig, dass vielleicht auch einfach Leute sich melden, die das Ganze schon mal vielleicht gemacht haben, denn das Ganze braucht extrem viel Übung. Und ja, da können sich natürlich auch sehr gerne mehrere Leute zusammensetzen. Ich glaube nämlich, dass hier sehr, sehr viele Leute auch vielleicht Erfahrung haben, außerhalb von tatsächlich meinem Kanal, vielleicht einfach aus der Praxis oder im Studium oder sowas. Und da wäre es natürlich cool, wenn sich da auch ein paar finden würden, denn das ist was relativ jetzt direkt dann startet, nachdem wir unser Team gefunden haben. Das sind sozusagen die ersten, die aktiv werden. Also vor allem die Requirements Engineers. Gut, ich habe jetzt hier Analytiker geschrieben, aber das kommt in etwa auf selber raus. Das ist nur eine Bezeichnung. Und zwar, was die machen, ist, sie diskutieren, welche Features wir haben wollen. Das heißt, wie das ganze Ding genau aussieht, was wir machen wollen, wie wir das Ganze machen wollen, also was wir überhaupt alles planen wollen. Zum Beispiel, wie dieses Darknet oder dieser Marketplace oder so irgendwie aussieht und ja, was es alles eben geben soll. Dann der Spezifikationsentwickler oder plural die Spezifikationsentwickler, die werden dann aus den Requirements tatsächlich eine Software oder ja, im Endeffekt das planen, was dann auch wirklich entwickelt werden soll. Also wirklich an Features, zum Beispiel sagen, ein Zugriff auf eine Webseite darf oder auf einen Unterbereich aufs Darknet, zum Beispiel sage ich jetzt mal, oder auf dem Marketplace, darf nicht länger als 100 Millisekunden brauchen, keine Ahnung, einfach nur so eine Zahl jetzt. Solche Sachen werden die machen. Und man darf nur 3 Klicks brauchen, bis man seinen ersten Skill trainiert oder sowas. Solche Sachen werden die Spezifikationsentwickler machen. Die Architekturdesigner wiederum, die machen aus der Spezifikation dann auch wirklich eine Architektur in dem Sinne, dass wie Frontend und Backend kommunizieren intern, wie die arbeiten, wo überall Informationen hin und her fließen. Die Schnittstellenentwerfer, die sind jetzt eins weiter unten dran, die werden natürlich hier auch irgendwie dafür sorgen, dass Frontend und Backend miteinander kommunizieren können und wie die kommunizieren, wie Daten abgelegt werden, in welchem Format Daten abgelegt werden, wie Sachen abgefragt werden. Und das Klassendiagramm ist dann auch wieder was in die Richtung, welche Klassen brauchen wir alles, was genau machen diese Klassen, also sozusagen der Schnittstellenentwurf innerhalb eines Moduls ist das Klassendiagramm und die Module an sich ist der Architekturdesigner und die Schnittstellen entwerfen, das ist dann sozusagen wirklich grob gesagt, wie man eben Daten austauscht. Ja, und der die Evolutionsmanager, auch wieder plural, sorgen dafür, dass das Ganze auch im Nachhinein noch erweiterbar ist, denn ihr wisst, glaube ich, eine Software ist
am Anfang immer relativ schlank. Man hat eigentlich nicht viel, was man wirklich programmiert und dann veröffentlicht, aber man fügt im Nachhinein immer noch was hinzu, immer noch neue Features und so weiter. Und ihr seht auch hier, eine Software ist eigentlich niemals fertig. Man entwickelt immer noch weiter daran, man wartet das ganze Ding, man findet Bugs und fixt Bugs, ja, und eben solche Sachen. Und das ist natürlich die Aufgabe von den Evolutionsmanagern, dass sie da auch noch ein Auge drauf haben, dass das gut erweiterbar ist, das Ganze. So, und jetzt eigentlich die Rollen, die man so im Sinn hat erstmal, wenn man an das Ganze denkt, und die sollten natürlich auch eigentlich klar sein, und zwar wir brauchen Frontend-Entwickler natürlich und wir brauchen Frontend-Testschreiber, also wirkliche Tests, die man sozusagen schreibt und dann überprüfen die automatisch den Code. Wir brauchen auch Designer, das heißt Grafiker, also Leute, die uns Grafiken erstellen, und wir brauchen Leute, die uns das Layout erstellen, und wir brauchen natürlich auch Backend-Entwickler, das heißt Leute, die dann eben mit der Datenbank arbeiten, mit Flask arbeiten oder Python Flask arbeiten, und dann eben auch Leute natürlich, die uns dafür Tests schreiben. Das ist ganz klar, das sind wahrscheinlich auch die meisten Rollen, die euch da interessieren, aber wir brauchen nicht nur die Rollen, sondern auch alle anderen. Und ja, jetzt sehen wir hier, wir haben 6 Teamleiter. Diese 6 Teamleiter, die bewerben sich bei mir und die halten dann auch regelmäßig Rücksprache mit mir, also was gerade so ansteht, wo wir sind, was jetzt alles gerade so passiert und wo sie vielleicht noch Hilfe brauchen. Und die Teams unter sich, die wiederum haben dann trotzdem nochmal interne Gespräche, also ohne mich sozusagen, wirklich komplett autonom, die entwickeln einfach und sagen, hey, hier hakt's noch, hier stimmt irgendwas nicht mit der Schnittstelle, okay, hol mal den Schnittstellenmanager oder den Schnittstellenentwerfer dazu und frag den mal, wie das gemeint ist oder sowas. Also die haben wirklich dann auch intern viel, was sie miteinander bereden können. So, ja, und jetzt noch vielleicht, wie das Ganze ablaufen soll. Also das ist ganz klar, dass es jetzt nicht alles sofort starten kann. Zum Beispiel kann man ja nicht hier irgendwie anfangen mit Code schreiben, also für Frontend und Backend, wenn man noch überhaupt nicht weiß, was man überhaupt alles möchte. Und da ist es natürlich wichtig, dass wir irgendwie eine Reihenfolge festlegen. Und die Reihenfolge ist ganz einfach eigentlich. Erstmal müssen wir unser Team finden. Das heißt, was jetzt als erstes passiert ist, die Head-Off oder die Teamleiter, die können sich bei mir bewerben. Im Forum, habe ich schon gesagt, und dort ja, wird dann eben natürlich auch das weitere Team zusammengestellt. Das heißt, jeder Teamleiter kann sein eigenes Team irgendwie zusammenstellen, kann dann machen, was er möchte, und kann natürlich auch Bewerbungen annehmen. Das heißt nicht, dass wenn ihr jemanden nicht kennt, also zum Beispiel, wenn jetzt, keine Ahnung, irgendjemand Teamleiter für irgendwas ist und ihr kennt denjenigen nicht, dass ihr dann das Ganze nicht probieren solltet. Die wenigsten unter euch werden sich wahrscheinlich direkt kennen, aber ich hoffe einfach, dass da auch vielleicht ein paar gute Kollegschaften sozusagen entstehen und dass da vielleicht auch noch mehr Projekte dann im Hintergrund weiterlaufen oder sowas. Dann ist natürlich die Software dran, die muss erstmal geplant werden. Das heißt, wir müssen Requirements formulieren. Also es muss eine sozusagen Diskussion entstehen, was wir alles haben wollen an Features. Es muss die Architektur entworfen werden, es müssen die Schnittstellen danach entwickelt werden und es muss das Klassendiagramm, also innerhalb der Module, dann wirklich aufgestellt werden und entwickelt werden. Ja, und dann werden wir sowas machen, was sich Test-Driven Development nennt. Wir werden zuerst die Tests schreiben. Das heißt, wir sagen, es gibt diese Klasse namens User zum Beispiel. Und dann sagen wir, okay, dieser User, der muss natürlich, wenn er Skill 2 hat in App-Entwicklung, dann sagen wir, okay, wir entwickeln jetzt eine App, dann müssen wir erstmal gucken, wie lange das dauert, ob diese Zeiten richtig sind, sozusagen einfach prüfen, ob die Methoden auch wirklich das tun, was sie tun, obwohl noch gar kein Code da ist. Wir machen das komplett Black Box. Das heißt, man geht hin und erstellt sich einen neuen User, man ruft eine Methode auf und dann prüft man, ob der Output von dieser Methode auch wirklich das ist, was er ist. Am Anfang ist er das natürlich noch nicht, weil diese Methode oder diese Klasse existiert natürlich noch gar nicht. Aber dann wird implementiert und dann hat man auch gleich, vielleicht wenn man nicht so viel Erfahrung im Programmieren hat, hat man gleich das Feedback, okay, ich habe alles richtig gemacht, es funktioniert alles so, wie es soll. Und ja, dann muss das ganze Ding natürlich noch verbreitet werden. Hier wird natürlich der Server-Admin sehr aktiv werden. Ich werde natürlich den Server bezahlen und den Server stellen und alles ist ganz klar. Aber der Server-Admin, der bekommt dann natürlich auch Root-Zugriff auf diesen, oder die Server-Admins bekommen auch Root-Zugriff auf den Server und die können das Ganze dann so installieren, so deployen, wie sie wollen.
und dann dort dafür sorgen, dass jeder auch darauf zugreifen kann, und dann wird es einen Beta-Test geben, wo man eben nochmal Bugs suchen kann und so weiter und so fort, wie bei einem richtigen Game im Endeffekt. Und dann werden wir das Ganze auch erweitern und warten müssen, sprich wir werden das Ganze bugfixen müssen, wir werden neue Features hinzufügen, vielleicht die in den Requirements noch nicht so viel Priorität haben. Und ja, ich will euch da sehr, sehr viel Freiheiten geben. Das heißt, das ist wirklich alles, was ich dazu erstmal zu sagen habe. Alles andere kommt jetzt von euch. Ihr wisst ungefähr, was jetzt ansteht, und ich glaube, wir haben da schon sehr, sehr viele Talente unter uns, die dann auch das Ganze in eine Richtung leiten werden, und ich glaube, jeder von euch findet so seinen Platz, denn TypeScript zum Beispiel ist auch ähnlich wie Java, deswegen denke ich, dass wir TypeScript, auch Java-Entwickler, sehr, sehr gut ist, und ja, ich glaube, wir kriegen wirklich jeden hier unter. Und ich hoffe, ihr habt Bock drauf und ihr freut euch auch drauf. Und das war es jetzt aber trotzdem noch nicht von meiner Seite, denn es geht noch ein ganz kleines bisschen weiter, auch wenn hier unten 4 von 4 steht. Ja, was sich jetzt bei mir am Upload-Plan erstmal ändert, ist natürlich, wir werden das Ganze ein bisschen in Richtung Community-Projekt umleiten. Wir brauchen noch Flask-Tutorials, wir brauchen noch weitere, eben zum Beispiel Angular brauchen wir noch Tutorials. Und ja, in dem Sinne werden wir dann auch vielleicht andere Serien mal pausieren oder eine Serie komplett durchziehen. Das heißt sowas wie, ja, zum Beispiel Angular, wenn es dann eng wird oder sowas, dann werde ich hier direkt alles durchgehen. Was wir natürlich auch sehen können, ist, wir brauchen noch aktuell nicht viel vom Code oder sowas. Also es wird noch dauern, bis wir wirklich anfangen mit Programmieren. Und deswegen hoffe ich eigentlich, dass wir noch ganz normal weitermachen. Aber mir gefällt mein Upload-Plan aktuell eh nicht mehr so gut, denn ja, wir haben sehr, sehr lange Pause, bevor eine Serie wiederkommt. Das ist mir eigentlich sogar zu lange. Und deswegen will ich auch ein bisschen was ändern. Aktuell, ja, habe ich relativ viele Sondervideos, gebe ich zu, aber ich glaube, die sind trotzdem interessant. So Hacking-Challenges oder generell Challenges sind natürlich interessant, News sind interessant, und sowas wie das Community-Projekt hier ist, glaube ich, auch sehr interessant. Und deswegen werde ich jetzt meinen Upload-Plan hier offiziell ein bisschen ändern. Und zwar Unreal Engine werden wir vorerst, Achtung, erstmal nicht mehr machen. Das liegt unter anderem daran, dass ich erstmal keine Lust mehr habe, weil Visual Studio einfach bei mir nur noch abkratzt und Windows macht, was es möchte, und ich nur noch sehr, sehr ungern erstmal in Windows boote, und wenn ich dann erstmal in Windows drin bin, dann brauche ich meistens erstmal 2-3 Stunden, bis alles gepatcht ist, und 2-3 Stunden einfach nichts tun, ist einfach was ich mir momentan nicht erlauben kann. Dann mache ich 2-3 Videos, dann macht der Kindergarten wiederum, und ja, dann ist unten wieder so laut, dass ich das Video wegschmeißen kann, und das geht mir momentan einfach nur auf den Sack. Tut mir leid für den Ausdruck gerade, aber ja, deswegen werden wir Unreal Engine vorerst erstmal ein bisschen sein lassen. Ich werde aber dann später noch weitermachen, denn ich habe auch eigentlich mit euch vor, irgendwann mal so ein Spiel in der Unreal Engine zu entwickeln. Früher oder später auch in Richtung Community-Projekt, aber das wird dann noch sehr, sehr lange dauern. Auf jeden Fall werden wir keine 2 Community-Projekte gleichzeitig machen. Im Pentesting werden wir jetzt natürlich erstmal die Basics fertig machen. Das heißt, diese aktuelle Reihe, die gerade läuft, werden wir fertig machen. Und dann werden wir den Fokus auf Web-Applications legen, denn ja, genau das machen wir im Endeffekt im Community-Projekt. Da muss man natürlich auch Ahnung haben. Programmieren lernen muss natürlich durchgehen, also komplett durchgehen, denn Programmieren muss man dafür können, und da finde ich auch wirklich jedes Video wichtig. TypeScript ist auch bald fertig, das bedeutet, da habt ihr dann das Wissen, was ihr braucht. Server einrichten, also die Serie Server einrichten, meine ich natürlich, werden wir das machen, was wir fürs Projekt brauchen. Ansonsten werden wir uns natürlich darauf fokussieren, was wir hier genau ja, was wir eher brauchen, also im Endeffekt dann TypeScript bzw. AngularJS. Und Machine Learning werde ich auch, ich weiß, dass das jetzt sehr, sehr vielen sauer aufstoßen wird, weil ich es euch versprochen habe, ich mache das. Ich mache es auf jeden Fall, aber ich werde es jetzt trotzdem erstmal momentan hinten anstellen, denn ja, wir wollen jetzt hier auch das Community-Projekt irgendwie vorwärts bringen, und deswegen werden wir das nicht direkt jetzt nach der theoretischen Serie machen, die ja jetzt aktuell fertig ist. Aber keine Sorge, es passiert auf jeden Fall noch, und vielleicht habt ihr auch einfach mal Bock, hierbei mitzumachen. Das hat jetzt nicht viel mit Machine Learning zu tun, aber ist trotzdem, glaube ich, eine gute Übung, und man kann auch ein bisschen Praxis sammeln. So, wo wir gerade bei Praxis sind, ich habe vielleicht auch, naja, irgendwie ein schlechtes Gewissen sozusagen, euch dann da arbeiten zu lassen, und im Endeffekt bekommt ihr nichts dafür. Das Ganze kann ich euch aber leider nicht bezahlen, weil sonst müsste ich euch offiziell anstellen, und das geht leider nicht, weil sonst müsste ich Versicherung für euch bezahlen.
und so weiter und so fort. Das ist einfach extrem viel, wenn wir 1000 Leute hier rechnen und einer geht, der andere kommt. Das wäre einfach so viel Overhead, dass ich quasi nur noch mit Formularen beschäftigt wäre. Das geht leider tatsächlich gar nicht. Deswegen werdet ihr das Ganze ehrenamtlich machen müssen, also ohne Bezahlung und auch ohne, dass Bezahlung irgendwie im Hinterkopf ist. Was ich aber definitiv machen darf, ist, ich kann euch auf jeden Fall bescheinigen, dass ihr beim Community-Projekt mitgemacht habt und das könnt ihr natürlich auch bei jeder Bewerbung irgendwie mal beilegen oder sowas, dass ihr schon wirklich in einem praktischen Softwareprojekt, das auch hoffentlich fertig wird, dass ihr da schon mitgearbeitet habt. Und das ist, glaube ich, ziemlich viel wert für einige. Und natürlich die Erfahrung, dass man mal in einem praktischen Projekt mitgemacht hat, ist auch, glaube ich, an sich schon eine tolle Erfahrung. Plus, falls das Ganze wirklich auch ein Erfolg werden kann, dann werde ich das Ganze natürlich auch in die Community wieder investieren. Also falls wir damit irgendwie Einnahmen generieren, dann kann ich mir vorstellen, dass wir zum Beispiel uns einen E-Mail-Server hosten, einen VPN-Server hosten oder sonst irgendwelche Sachen und dann vielleicht auch ein bisschen Budget haben fürs nächste Community-Projekt, dass da noch ein bisschen mehr dann, mehr gemacht werden kann im Endeffekt auch. Und ich glaube, das ist trotzdem eine ganz geile Sache und ich hoffe, dass ihr alle dabei seid, denn wir brauchen wirklich jeden einzelnen von euch und egal in welchem Bereich. Das heißt, bewerbt euch einfach auf den Bereich, den ihr wollt und ich wünsche euch allen viel Spaß dabei. Die Teamleiter melden sich dann einfach bei mir und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!